Lektion 1: Verhandeln. Feilschen Sie manchmal beim Klamotteneinkauf? Normalerweise nicht, aber es schadet nicht, nach einem besseren Preis zu fragen. Ich habe immer gezögert zu verhandeln, aber ich denke, es ist einen Versuch wert. Es geht darum, selbstbewusst und höflich zu sein, wenn Sie ein Gegenangebot machen. Ich nehme an, es könnte etwas Geld sparen, wenn es erfolgreich ist. Absolut. In vielen Kulturen ist es üblich, Preise auszuhandeln. Ich werde es versuchen, wenn ich das nächste Mal Kleidung einkaufe. Denken Sie daran, Ihre Nachforschungen anzustellen und den Marktwert des Artikels zu kennen. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, über den Wert des Produkts Bescheid zu wissen. Es kann Ihnen helfen, ein vernünftiges Angebot zu unterbreiten und effektiv zu verhandeln. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat, Anna. Gern geschehen, John. Viel Spaß beim Einkaufen und viel Spaß beim Verhandeln. Ich weiß das zu schätzen, Anna. Machen wir uns die Kunst des Verhandelns zu eigen und genießen wir die Vorteile. In der Tat, John. Hier geht es darum, tolle Angebote zu finden und das Beste aus unseren Einkaufserlebnissen herauszuholen. Lektion 2: Preisgünstiges Reisen. Ich habe nach günstigen Flügen und Unterkünften gesucht. Auf jeden Fall kann es uns helfen, auf unseren Reisen Geld zu sparen, wenn wir gute Angebote finden. Ich habe die Preise verschiedener Fluggesellschaften und Hotelbuchungsseiten verglichen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, sich nach den besten Preisen umzuschauen. Ich denke auch darüber nach, außerhalb der Hauptsaison zu reisen, um niedrigere Preise zu erhalten. In der Nebensaison gibt es oft bessere Angebote und weniger Menschenmassen. Ich habe gehört, dass die Buchung von Flügen an bestimmten Wochentagen auch zu Einsparungen führen kann. Ja, Flüge unter der Woche sind manchmal günstiger als Flüge am Wochenende. Ich bin auch offen dafür, Billigfluglinien zu nutzen. Sie können erhebliche Einsparungen bieten. Vergewissern Sie sich einfach, dass Sie die Gepäckbestimmungen und alle zusätzlichen Gebühren überprüfen. Guter Punkt, Anna. Manchmal sind die niedrigen Basistarife mit versteckten Kosten verbunden. Haben Sie Alternativen wie Hostels oder Ferienwohnungen in Betracht gezogen, wenn es um Unterkünfte geht? Ja, ich prüfe alle Optionen, um die kostengünstigste Lösung zu finden. Das ist großartig. Hostels und Ferienwohnungen können günstiger sein als traditionelle Hotels. Ich werde auch nach Werbeaktionen oder Rabattcodes Ausschau halten. Wenn Sie sich für Newsletter anmelden oder Reisewebsites in sozialen Medien folgen, können Sie über Angebote auf dem Laufenden bleiben. Ich bin entschlossen, diese Reise in mein Budget zu integrieren, ohne zu viele Kompromisse einzugehen. Mit sorgfältiger Planung und Recherche ist es definitiv möglich, eine angenehme Reise zu haben, ohne das Budget zu sprengen. Danke für deine Einblicke, Anna. Deine Tipps sind wertvoll. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Hier geht es darum, erschwingliche Reisemöglichkeiten zu finden und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. In der Tat, Anna. Begeben wir uns auf unsere Abenteuer, ohne uns zu viele Gedanken über die Ausgaben zu machen. Lektion 3: Ein Spaziergang im Park. Sollen wir im Park spazieren gehen? Das klingt nett. Ich würde gerne etwas frische Luft und Natur genießen. Um wie viel Uhr treffen wir uns?
Treffen wir uns um 10 Uhr. Ist das bequem für dich? 10 Uhr funktioniert für mich. Wir können den Tag mit einem gemütlichen Spaziergang beginnen. Großartig. An welchem Eingang sollten wir uns treffen? Treffen wir uns am Haupteingang in der Nähe des Brunnens. Klingt gut. Wir sehen uns dann um 10 Uhr dort. Perfekt. Ich bringe eine Wasserflasche und bequeme Schuhe mit. Vergessen Sie nicht, auch einen Hut und Sonnencreme mitzubringen. Gute Idee. Sonnenschutz ist besonders bei Outdoor-Aktivitäten unerlässlich. Absolut. Sicherheit und Komfort sollten immer unsere Priorität sein. Ich freue mich auf unseren Spaziergang im Park. Es wird erfrischend sein. Ich auch, John. Es ist eine wunderbare Art, sich zu entspannen und sich mit der Natur zu verbinden. Ich freue mich, dass du zu mir kommst. Zusammen wird es angenehmer sein. Ebenso, John. Machen wir das Beste aus dem schönen Tag, der vor uns liegt. Danke, Anna, dass du zugestimmt hast, mit mir auf diesen Spaziergang zu gehen. Gern geschehen, John. Es ist immer ein Vergnügen, Zeit miteinander zu verbringen. Wir sehen uns um 10 Uhr. Danke, Anna. Wir sehen uns morgen früh im Park. Lektion 4. Viel Spaß beim Spielen von Rocksongs. Ich spiele gerne Rocksongs und bin von Van Gogh inspiriert. Das ist interessant, John. Musik und Kunst können eine starke Kombination sein. Van Goghs Leidenschaft und Kreativität finden bei mir als Musiker Anklang. Seine lebendigen Gemälde sind ein Spiegelbild seiner Emotionen und seines künstlerischen Ausdrucks. In ähnlicher Weise ermöglicht mir Rockmusik, mich auszudrücken und mich mit anderen zu verbinden. Musik hat die Fähigkeit, Emotionen hervorzurufen und Menschen zusammenzubringen. Van Goghs kühne und energische Pinselstriche entsprechen der Energie der Rockmusik. Die Intensität und Rohheit des Gesteins können die Intensität von Van Goghs Kunstwerken widerspiegeln. Rocksongs zu spielen gibt mir ein Gefühl von Freiheit, genau wie Van Goghs Kunst. Es ist wunderbar, künstlerische Inspirationen zu haben, die deine Leidenschaft beflügeln. Van Goghs Lebensgeschichte inspiriert mich auch, meine musikalischen Träume zu verwirklichen. Seine Beharrlichkeit und sein Engagement sind Eigenschaften, die es zu bewundern und nachzuahmen gilt. Ich hoffe, durch Musik etwas zu bewirken und das Leben der Menschen zu berühren, so wie Van Gogh es mit seiner Kunst getan hat. Ich glaube, du kannst das erreichen, John. Deine Leidenschaft und dein Talent werden in deiner Musik zum Vorschein kommen. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Gern geschehen, John. Rocke weiter und verfolge deine künstlerische Reise. Das werde ich, Anna. Lassen wir uns weiterhin von der Kunst inspirieren und unsere eigenen Meisterwerke schaffen. Absolut, John. Auf die Macht von Musik und Kunst, unser Leben zu bereichern. Prost, Anna. Lass die Musik spielen und die Farben werden lebendig. Lektion 5. Eine Mikrowelle wählen. Hallo, ich brauche eine neue Mikrowelle für meine Küche. Irgendwelche Vorschläge? Sicher, John. Was sind Ihre Anforderungen und Ihr Budget?
Ich suche eine Mikrowelle mit einer ordentlichen Kapazität und mehreren Kochfunktionen. Erwägen Sie die Anschaffung einer Mikrowelle mit Funktionen wie Konvektions- oder Grilloptionen. Das klingt gut. Was ist mit der Größe? Ich habe nur begrenzten Platz auf der Theke. Suchen Sie nach kompakten Modellen, die einen kleineren Platzbedarf bieten, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Das behalte ich im Hinterkopf. Gibt es bestimmte Marken, die du empfiehlst? Beliebte Marken wie Panasonic, LG und Samsung sind bekannt für ihre hochwertigen Mikrowellen. Großartig. Ich werde mir ihre Modelle ansehen und einige Bewertungen lesen. Das Lesen von Testberichten kann Ihnen Einblicke in die Leistung und Haltbarkeit verschiedener Modelle geben. Sollte ich die Wattleistung der Mikrowelle berücksichtigen? Eine höhere Wattzahl bedeutet im Allgemeinen ein schnelleres und effizienteres Kochen. Ich verstehe. Ich strebe dann eine Mikrowelle mit einer ordentlichen Wattzahl an. Vergessen Sie nicht, das Bedienfeld und die Benutzerfreundlichkeit zu überprüfen. Guter Punkt. Ich bevorzuge eine Mikrowelle mit einer intuitiven Oberfläche. Suchen Sie der Einfachheit halber nach Modellen mit voreingestellten Kochprogrammen. Das wäre hilfreich. Ich verwende oft voreingestellte Optionen für gängige Gerichte. Vergleichen Sie abschließend die Preise und suchen Sie nach laufenden Aktionen oder Rabatten. Ein Preisvergleich ist unerlässlich, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Absolut, John. Sicher findest du die perfekte Mikrowelle für deine Küche. Danke für deine Anleitung, Anna. Ihre Vorschläge werden meine Suche erleichtern. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Viel Spaß bei der Mikrowellenjagd. Danke, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Auf eine neue und effiziente Ergänzung meiner Küche. Lektion 6: Gezielte Werbung. Gute Idee. Was ist mit gezielter Werbung? Ja, das war schon einmal wirksam. Es kann helfen, das richtige Publikum zu erreichen. Wie können wir gezielte Werbung für unser Unternehmen implementieren? Wir können damit beginnen, unsere Zielgruppe und ihre Demografie zu definieren. Wenn wir das haben, wie erreichen wir sie effektiv? Wir können Social-Media-Plattformen nutzen, die gezielte Werbeoptionen bieten. Welche Plattformen empfehlen Sie? Facebook und Instagram verfügen über robuste Werbetools, um bestimmte demografische Gruppen anzusprechen. Sollten wir auch andere Plattformen in Betracht ziehen? Das hängt von unserer Zielgruppe ab. Plattformen wie LinkedIn oder Pinterest könnten für bestimmte Unternehmen geeignet sein. Wie wäre es mit der Verwendung von Keywords und Interessen, um unser Targeting zu verfeinern? Das ist eine gute Strategie. Durch die Verwendung relevanter Keywords können wir unser Publikum eingrenzen. Wie wäre es mit einem Retargeting unserer Anzeigen auf Personen, die bereits Interesse gezeigt haben? Retargeting kann sehr effektiv sein. Es hält unsere Marke vor potenziellen Kunden. Sollten wir einen Profi beauftragen oder versuchen, die Anzeigen selbst zu verwalten? Das hängt von unserem Budget und unserer Expertise ab. Die Einstellung eines Fachmanns kann optimale Ergebnisse gewährleisten. Wir sollten auch die Leistung unserer Anzeigen verfolgen und analysieren, oder?
Absolut. Die Überwachung der Kennzahlen wird uns helfen, unsere Kampagnen zu optimieren. Ich freue mich darauf, die Auswirkungen gezielter Werbung auf unser Geschäft zu sehen. Ich auch, John. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um die richtigen Leute zu erreichen und Konversionen zu steigern. Vielen Dank, Anna, für deine Einblicke und Anleitungen bei der Implementierung zielgerichteter Werbung. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie uns unsere Werbekampagnen zum Erfolg führen. Auf jeden Fall, Anna. Es geht darum, unsere Zielgruppe zu erreichen und unser Geschäft auszubauen. Lektion 7: Komfortables Radfahren. 21 Gänge klingt gut. Ist es bequem zu fahren? Ja, mehrere Gänge ermöglichen ein sanfteres und effizienteres Radfahren. Muss ich während der Fahrt ständig die Gänge wechseln? Das hängt vom Terrain und deiner bevorzugten Trittfrequenz ab. Durch einen Gangwechsel kannst du deine Tretkraft optimieren. Woher weiß ich, welche Ausrüstung ich in verschiedenen Situationen verwenden soll? Niedrigere Gänge eignen sich für Anstiege, während höhere Gänge besser für flache oder bergab verlaufende Abschnitte geeignet sind. Ist es einfach, während der Fahrt zwischen den Gängen zu wechseln? Mit etwas Übung wird das Schalten zur Selbstverständlichkeit. Es wird einfach, den richtigen Gang für das Gelände zu finden. Kann ich die Gänge an meinen Fahrstil anpassen? Bei einigen Motorrädern können die Gänge angepasst werden, um ihr Fahrerlebnis individuell anzupassen. Was ist mit dem Komfort des Fahrrads selbst? Achten Sie auf Merkmale wie einen bequemen Sattel, einen ergonomischen Lenker und eine Federung, wenn Sie auf unwegsarmem Gelände fahren möchten. Gibt es bestimmte Fahrradmarken, die für ihren Komfort bekannt sind? Marken wie Trek, Giant und Spezializet sind dafür bekannt, komfortable Fahrräder mit hochwertigen Komponenten herzustellen. Sollte ich erwägen, ein Fahrrad mit breiteren Reifen zu kaufen, um den Komfort zu erhöhen? Breitere Reifen können für eine bessere Dämpfung und Stabilität sorgen, insbesondere auf unebenen Oberflächen. Ich möchte ein reibungsloses und angenehmes Radfahrerlebnis gewährleisten. In diesem Fall sollten Sie erwägen, ein Fahrrad mit einem guten Rahmenmaterial wie Aluminium oder Kohlefaser zu kaufen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Leistung zu erzielen. Vielen Dank, Anna, für deine Anleitung zum bequemen Radfahren. Gern geschehen, John. Ich hoffe, du findest das perfekte Fahrrad, das deinen Bedürfnissen entspricht. Ich freue mich darauf, mit meinem neuen Fahrrad die Natur zu erkunden. Genieß deine Fahrten, John. Bleib gesund und hab eine tolle Zeit beim Radfahren. Das werde ich, Anna. Auf bequeme und unterhaltsame Fahrten. Lektion 8: Strandurlaub. Sicher, wie wäre es mit einem Strandurlaub? Es ist immer erfrischend und entspannend. Das klingt wunderbar, John. Welches Strandziel schwebt Ihnen vor? Ich habe großartige Dinge über die Strände auf Bali gehört. Was denkst du? Bali ist eine beliebte Wahl mit atemberaubenden Stränden und einer lebendigen Kultur. Es wäre eine fantastische Option. Gibt es bestimmte Strände auf Bali, die du empfehlen kannst? Kuta Beach und Seminyak Beach sind bekannt für ihre schönen Strände und ihre lebendige Atmosphäre.
Was ist mit Unterkünften? Irgendwelche Vorschläge für Strandresorts? In der Gegend von Nusa Dua gibt es einige luxuriöse Strandresorts mit atemberaubender Aussicht und exzellenten Annehmlichkeiten. Ich bevorzuge eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Gibt es Wassersportaktivitäten? Unbedingt. Bali bietet eine Reihe von Wassersportarten wie Surfen, Schnorcheln und Tauchen. Das klingt aufregend. Ich würde gerne das erste Mal Surfen ausprobieren. Balis Strände sind berühmt für ihre Wellen und somit ein großartiger Ort für Anfänger, um Surfen zu lernen. Wie wäre es mit der lokalen Küche? Gibt es Gerichte, die man unbedingt probieren muss? Die balinesische Küche ist köstlich. Verpassen Sie nicht, Gerichte wie Nasi Goreng oder Babi Guling zu probieren. Ich werde dafür sorgen, dass ich mir die lokalen Aromen gönne. Gibt es noch etwas, das wir auf Bali erkunden sollten? Bali ist bekannt für seine Tempel und Kulturstätten. Tanah Lot und der Uluwatu-Tempel sind einen Besuch wert. Es scheint, als hätte Bali viel für einen unvergesslichen Strandurlaub zu bieten. Das tut es wirklich, John. Ich bin mir sicher, dass Sie eine fantastische Zeit haben werden, um Sonne, Sand und Kultur zu genießen. Vielen Dank, Anna, für Ihre Beiträge und Empfehlungen für unseren Strandurlaub. Gern geschehen, John. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Reise voller Entspannung und Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne zu genießen und mich an den schönen Stränden Balis zu entspannen. Hab eine fantastische Zeit, John. Auf einen unvergesslichen Strandurlaub. Lektion 9: Prozess der Kerzenherstellung. Ich war schon immer neugierig auf den Prozess der Kerzenherstellung. Was ist involviert? Es ist ganz einfach, John. Schmelzen Sie das Wachs zuerst in einem Wasserbad oder einem Schmelztiegel. Welche Art von Wachs wird üblicherweise zur Herstellung von Kerzen verwendet? Sojawachs und Bienenwachs sind aufgrund ihrer natürlichen und sauberen Brenneigenschaften eine beliebte Wahl. Was ist der nächste Schritt, wenn das Wachs geschmolzen ist? Fügen Sie dem geschmolzenen Wachs Duftöle oder ätherische Öle hinzu, um einen angenehmen Duft zu erhalten. Kann ich die Farbe der Kerzen anpassen? Ja, Sie können flüssige oder pulverförmige Kerzenfarbe hinzufügen, um die gewünschte Farbe zu erzielen. Wie wäre es mit den Formen zum Formen der Kerzen? Sie können verschiedene Formen wie Silikonformen oder traditionelle Metallformen verwenden, um die Kerzen zu formen. Muss ich einen Docht in die Form stecken, bevor ich das Wachs eingieße? Ja, sichern Sie den Docht an der Unterseite der Form und stellen Sie sicher, dass er gerade steht, bevor Sie das Wachs einfüllen. Was ist mit dem Kühlprozess? Wie lange dauert es? Die Kühlzeit hängt von der Größe der Kerze und der Art des verwendeten Wachses ab. Es kann ein paar Stunden bis zur Übernachtung dauern. Kann ich die Kerzen aus den Formen nehmen, wenn sie abgekühlt und erstarrt sind? Ja, nehmen Sie die Kerzen vorsichtig aus den Formen, indem Sie sie vorsichtig drücken oder drehen. Sollte ich den Docht abschneiden, bevor ich die Kerzen anzünde? Schneiden Sie den Docht vor dem Anzünden auf etwa einen Viertelzoll ab, um eine saubere und gleichmäßige Verbrennung zu gewährleisten. Das scheint einfach zu sein. Gibt es weitere Tipps für die Herstellung hochwertiger Kerzen?
Achten Sie auf das richtige Verhältnis der Dufthülle, beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und experimentieren Sie mit verschiedenen Designs und Düften. Danke, Anna, dass du den Prozess der Kerzenherstellung erklärt hast. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Gern geschehen, John. Viel Spaß und genieße den kreativen Prozess, deine eigenen Kerzen herzustellen. Ich kann es kaum erwarten, einzigartige und aromatische Kerzen für mein Zuhause oder als Geschenk zu kreieren. Ich bin mir sicher, dass sie großartig werden, John. Viel Spaß beim Kerzenmachen. Lektion 10: Tipps für Konsistenz. Ich finde es schwierig, meine Fortschritte konstant zu halten, was mich motiviert. Irgendwelche Tipps, wie man das überwindet? Konsequenz ist der Schlüssel, John. Setzen Sie sich zunächst realistische Ziele und teilen Sie sie in kleinere, überschaubare Aufgaben auf. Wie kann ich motiviert bleiben, wenn ich mit Ablenkungen oder Hindernissen konfrontiert werde? Finden Sie Ihre Inspirationsquelle und erinnern Sie sich regelmäßig an Ihre Ziele. Umgib dich mit unterstützenden Menschen und schaffe ein positives Umfeld. Gibt es Strategien, die helfen, eine Routine zu etablieren und sie einzuhalten? Erstellen Sie einen Zeitplan oder eine tägliche Routine, die bestimmte Zeit für Ihre Ziele beinhaltet. Richten Sie Erinnerungen ein oder verwenden Sie Produktivitäts-Apps, um den Überblick zu behalten. Was ist, wenn ich einen Rückschlag habe oder einen Tag voller Fortschritte verpasse? Sei nicht zu hart zu dir selbst, John. Erkenne den Rückschlag an, lerne daraus und gehe am nächsten Tag wieder auf Kurs, ohne darüber nachzudenken. Manchmal fühle ich mich überwältigt von der langfristigen Natur meiner Ziele. Irgendwelche Vorschläge? Teilen Sie Ihre langfristigen Ziele in kleinere Meilensteine auf. Feiern Sie jeden erreichten Meilenstein, um die Motivation und das Gefühl des Fortschritts aufrechtzuerhalten. Wie kann ich konzentriert bleiben und Prokrastination vermeiden? Identifizieren Sie Ihre produktivste Zeit des Tages und planen Sie Ihre wichtigen Aufgaben in dieser Zeit. Minimiere Ablenkungen und übe Selbstdisziplin. Ist Rechenschaftspflicht hilfreich, um die Konsistenz aufrechtzuerhalten? Ja, finde einen Rechenschaftspartner oder trete einer Community mit ähnlichen Zielen bei. Teilen Sie Ihre Fortschritte mit anderen und unterstützen Sie sich gegenseitig durch regelmäßige Check-ins. Was ist, wenn ich unterwegs das Interesse oder die Leidenschaft verliere? Verbinde dich wieder mit deinem Warum, John. Denke über die Gründe nach, warum du angefangen hast, und entfach deine Leidenschaft neu, indem du neue Herangehensweisen erforschst oder neue Inspiration findest. Gibt es Techniken, um Fortschritte effektiv zu verfolgen? Führe ein Tagebuch oder verwende eine App zur Fortschrittsverfolgung, um deine Erfolge, Meilensteine und Verbesserungsbereiche aufzuzeichnen. Es kann als visuelle Erinnerung an Ihre Fortschritte dienen. Wie kann ich mich langfristig für meine Ziele einsetzen? Erinnern Sie sich kontinuierlich an die Vorteile und Belohnungen, die das Erreichen Ihrer Ziele mit sich bringt. Bleiben Sie dem Prozess verpflichtet und nehmen Sie die Reise an. Vielen Dank, Anna, dass du diese wertvollen Tipps zu Beständigkeit und Fortschritt geteilt hast. Gern geschehen, John. Denken Sie daran, dass Beständigkeit durch kleine, tägliche Aktionen entsteht. Machen Sie weiter und Sie werden die Ergebnisse sehen. Ich bin entschlossen, diese Strategien umzusetzen und meine Ziele konsequent zu erreichen. Das ist der Geist, John. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine stetige Reise zu Ihren Zielen. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Darauf, konsequent zu bleiben und unsere Ziele zu erreichen. Lektion 11:
Neue Kleidung anprobieren. Anna, ich habe ein paar neue Klamotten gekauft. Möchtest du sie sehen? Ja, das tun wir. Hier sind sie. Wie sehen sie aus? Sie passen gut, aber ich bin mir nicht sicher, was die Farbe dieses Shirts angeht. Was denkst du? Die Farbe steht dir, John. Sie passt gut zu deinem Teint. Das ist gut zu hören. Was ist mit dieser Jeans? Die Jeans stehen dir toll, John. Sie haben eine perfekte Passform und einen perfekten Stil. Ich freue mich, dass du das denkst. Also, was hältst du von dieser Jacke? Die Jacke verleiht ihrem Outfit einen stylischen Touch. Es steht dir fantastisch, John. Danke für dein Feedback, Anna. Ich schätze deine Meinung. Gern geschehen, John. Ich helfe immer gerne weiter. Hast du noch mehr Artikel zum Vorzeigen? Ja, ich habe noch einen. Wie wär's mit diesem Pulli? Der Pullover sieht gemütlich und stylisch aus. Es ist ein vielseitiges Stück für verschiedene Gelegenheiten. Ich bin erleichtert, das zu hören. Ich war mir nicht sicher, was das Muster des Pullovers angeht. Das Muster sorgt für visuelles Interesse und macht den Pullover einzigartig. Es steht dir gut. Ich schätze deinen Beitrag, Anna. Es ist immer hilfreich, eine zweite Meinung einzuholen. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte, John. Es ist wichtig, dass Sie sich bei der Auswahl Ihrer Kleidung sicher fühlen. In der Tat kann das Tragen von Kleidung, mit der Sie sich gut fühlen, Ihr Selbstvertrauen stärken. Absolut. Es geht darum, die richtige Passform, den richtigen Stil und die richtigen Farben zu finden, die Ihrem Geschmack und Ihrer Persönlichkeit entsprechen. Danke, Anna, für dein wertvolles Feedback zu meinen neuen Klamotten. Gern geschehen, John. Ich freue mich, Ihnen weiterhelfen zu können. Viel Spaß beim Tragen deiner neuen Garderobe. Das werde ich, Anna. Ihre Meinung bedeutet mir sehr viel. Darauf, gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Lektion 12: Registrierung für eine Veranstaltung. Anna, ich bin daran interessiert, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Angeblich muss ich ein Anmeldeformular ausfüllen. Das ist großartig, John. Normalerweise findest du das Anmeldeformular auf ihrer Website oder kannst eines per E-Mail anfordern. Soll ich auf dem Anmeldeformular persönliche Daten angeben? Ja, John. Sie fragen vielleicht nach Ihrem vollen Namen, Ihren Kontaktdaten und manchmal nach Ihrem Beruf oder Ihrer Organisation. Gibt es spezielle Informationen, die Sie möglicherweise benötigen? Je nach Veranstaltung fragen Sie möglicherweise nach diätetischen Einschränkungen, Sonderwünschen oder Kontaktdaten für Notfälle. Muss ich eine Anmeldegebühr zahlen? Für einige Veranstaltungen fällt möglicherweise eine Anmeldegebühr an. Überprüfen Sie daher das Formular oder die Veranstaltungsdetails, um die Wie kann ich das Zahlungsbedingungen zu Anmeldeformular ermitteln. einreichen? In der Regel können Sie das Formular elektronisch über deren Website einreichen oder es per E-Mail an den angegebenen Ansprechpartner senden. Gibt es eine Frist für die Registrierung? Ja, John. Achten Sie darauf, die Anmeldeschluss der Veranstaltung zu überprüfen und Ihr Formular vor diesem Datum einzureichen. Erhalte ich nach dem Absenden des Formulars eine Bestätigung? Im Allgemeinen ja.
Sie sollten eine Bestätigungs-E-Mail oder eine Benachrichtigung erhalten, in der Ihre Registrierung bestätigt wird. Was kann ich tun, wenn ich Fragen habe oder Hilfe benötige? Bei Fragen wenden Sie sich direkt an die Veranstalter. Sie helfen Ihnen gerne weiter. Kann ich bei Bedarf später Änderungen an meiner Registrierung vornehmen? Das hängt von den Richtlinien der Veranstaltung ab. Einige erlauben Änderungen, während für andere möglicherweise spezifische Richtlinien für Änderungen gelten. Was ist, wenn ich nach der Registrierung nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann? Wenn Sie nicht teilnehmen können, informieren Sie die Organisatoren so schnell wie möglich, damit Sie die notwendigen Anpassungen vornehmen können. Danke, Anna, dass du den Registrierungsprozess für mich geklärt hast. Gern geschehen, John. Die Registrierung für Veranstaltungen kann ganz einfach sein, wenn Sie den Anweisungen folgen. Ich schätze Ihre Anleitung. Jetzt fühle ich mich sicherer, die Registrierung abzuschließen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Genießt die Veranstaltung, John, und macht das Beste aus der Erfahrung. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung. Auf eine erfolgreiche Registrierung und eine unvergessliche Veranstaltung. Lektion 13: Schlaf für Wohlbefinden priorisieren. Anna, ich fühle mich in letzter Zeit müde. Irgendwelche Vorschläge, wie ich mein Energieniveau verbessern kann? Beginne damit, genug Schlaf zu bekommen, John. Streben Sie jede Nacht 7 bis 9 Stunden guten Schlafs an. Ich werde versuchen, einige Änderungen vorzunehmen und meinem Schlaf Priorität einzuräumen. Gibt es Tipps für einen besseren Schlaf? Richten Sie eine Schlafenszeitroutine ein, vermeiden Sie Koffein und elektronische Geräte vor dem Schlafengehen und schaffen Sie eine ruhige Schlafumgebung. Was ist, wenn ich Probleme beim Ein- oder Durchschlafen habe? Übe Entspannungstechniken wie tiefes Atmen oder Meditation. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie ärztlichen Rat einholen. Ist die Zeit, zu der ich ins Bett gehe und aufwache, wichtig? Ja, John. Versuche, einen gleichbleibenden Schlafrhythmus einzuhalten, indem du jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehst und aufwachst. Kann ein Nickerchen während des Tages das Energieniveau verbessern? Kurze Powernaps können von Vorteil sein, aber vermeiden Sie lange Nickerchen oder Nickerchen zu kurz vor dem Schlafengehen, da dies den Schlaf stören kann. Gibt es Lebensstilfaktoren, die die Schlafqualität beeinflussen können? Ja, bestimmte Gewohnheiten wie übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen oder das Essen schwerer Mahlzeiten vor dem Schlafengehen können den Schlaf beeinträchtigen. Was ist mit Bewegung? Hilft es beim Schlafen? Regelmäßige körperliche Aktivität kann einen besseren Schlaf fördern. Vermeiden Sie jedoch intensive Trainingseinheiten kurz vor dem Schlafengehen, da dies Sie Wie mit lange Energie dauert es, versorgen bis kann. die Vorteile einer Priorisierung des Schlafs erkannt werden? Das konsequente Üben guter Schlafgewohnheiten kann das Energieniveau und das allgemeine Wohlbefinden innerhalb weniger Wochen verbessern. Kann Schlaf andere Bereiche meines Lebens beeinflussen, wie Produktivität und Stimmung? Absolut, John. Guter Schlaf ist für die kognitive Funktion, die Stimmungsregulierung und eine optimale tägliche Leistung unerlässlich. Danke, Anna, dass du betont hast, wie wichtig Schlaf ist. Ab heute Abend mache ich es zu einer Priorität. Gern geschehen, John. Denken Sie daran, dass ein ausgeruhter Geist und Körper zu einem gesünderen und erfüllteren Leben beitragen.
Ich Prost schätze Ihre darauf, Anleitung. John. Auf Ich besseren wünsche Schlaf Ihnen und mehr erholsame Vitalität. Nächte und energische Tage. Lektion 14. Tipps für den Parkservice. Was sollte ich sonst beachten, wenn ich einen Parkservice in Anspruch nehme? Denken Sie daran, all Ihre Sachen beim Parkservice abzuholen. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte nichts Wichtiges vergessen. Es ist leicht, kleine Gegenstände zu übersehen, wenn Sie es eilig haben. Gibt es bestimmte Dinge, bei denen ich vorsichtig sein sollte? Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Schlüssel, Ihr Telefon, Ihre Brieftasche und alle Wertsachen zurückholen. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich würde keins davon verlieren wollen. Es ist immer besser, vor der Abreise noch einmal nachzuschauen. Was ist mit dem Parkservice? Soll ich es bei mir behalten? Ja, das Wallet-Ticket ist wichtig, um Ihr Fahrzeug später abzuholen. Dann werde ich dafür sorgen, dass es an einem sicheren Ort aufbewahrt wird. Das ist eine gute Idee. Das ist dein Eigentumsnachweis für das Auto. Gibt es zusätzliche Tipps für einen reibungslosen Parkservice? Es ist eine gute Praxis, dem Parkservice ein Trinkgeld für seinen Service zu geben. Wie viel Trinkgeld sollte ich normalerweise geben? Der Standard liegt in der Regel bei ein paar $, abhängig vom Serviceniveau. Dann habe ich etwas Bargeld für das Trinkgeld bereit. Das ist rücksichtsvoll. Das wird der Parkservice zu schätzen wissen. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Es ist eine gute Idee, Ihr Fahrzeug bei der Rückgabe auf etwaige Schäden zu untersuchen. Das ist eine kluge Vorsichtsmaßnahme. Das werde ich auf jeden Fall tun. Es ist besser, alle Bedenken auszuräumen, bevor Sie das Gelände verlassen. Danke, dass du diese Tipps für den Parkservice geteilt hast, Anna. Gern geschehen, John. Ich hoffe, sie helfen dir, ein reibungsloses Erlebnis zu haben. Ich schätze deinen Rat. Es ist immer gut, gut vorbereitet zu sein. Absolut. Es gewährleistet einen problemlosen Umgang mit dem Parkservice. Ich werde all diese Tipps für mein nächstes Parkservice berücksichtigen. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte, John. Gute Reisen. Danke, Anna. Deine Anleitung ist wertvoll. Lasst uns weiterhin voneinander lernen. Lektion 15. Erkunden Sie das Stadtzentrum. Ich möchte in die Innenstadt gehen. Du hast Glück. Die Bushaltestelle ist gleich um die Ecke. Das ist praktisch. Wie oft fahren die Busse? Sie haben häufige Zeitpläne, normalerweise alle 10 bis 15 Minuten. Das ist großartig. Ich werde nicht lange auf einen Bus warten müssen. Exakt. Die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt sind effizient. Gibt es eine bestimmte Busnummer, nach der ich suchen sollte? Die Busnummer, die Sie benötigen, ist 23. Es geht direkt in die Innenstadt. Perfekt. Ich halte Ausschau nach dem Bus Nummer 23. Keine Sorge, die Busse sind in der Regel gut mit ihren Nummern beschriftet. Wie lange dauert die Busfahrt, um das Stadtzentrum zu erreichen? Je nach Verkehr sollte es etwa 20 Minuten dauern.
Das ist nicht so schlimm. Das gibt mir Zeit, die Aussicht zu genießen. Ja, unterwegs werden Sie einige interessante Sehenswürdigkeiten sehen. Gibt es irgendwelche Haltestellen, die ich vor dem Stadtzentrum beachten sollte? Der Bus wird ein paar Haltestellen einlegen, aber ich gebe dir Bescheid, wann es Zeit ist auszusteigen. Das weiß ich zu schätzen. Ich will meinen Stopp nicht verpassen. Kein Problem, John. Ich sorge dafür, dass du informiert bist. Gibt es einen bestimmten Busfahrpreis, den ich bezahlen muss? Es ist am besten, ein genaues Wechselgeld für den Busfahrpreis mitzunehmen, der 2,50 $ kostet. Ich werde dafür sorgen, dass die richtige Menge bereit ist. Das ist klug. Das wird den Boarding-Prozess reibungsloser machen. Gibt es Orte, die du mir empfehlen würdest, wenn ich das Stadtzentrum erreicht habe? Das Stadtzentrum hat viele Attraktionen. Der Central Park und das Kunstmuseum sind einen Besuch wert. Die werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Danke für die Empfehlungen. Gern geschehen, John. Genieß deine Zeit in der Innenstadt. Ich freue mich darauf. Danke für deine Hilfe, Anna. Jederzeit, John. Hab einen fantastischen Tag, um die Stadt zu erkunden. Das werde ich, Anna. Lassen Sie uns weiterhin unsere Erfahrungen und Entdeckungen teilen. Lektion 16: Spaß beim Einkaufen. Ich bin froh, dass wir Zeit zum Einkaufen hatten. Das machte das Warten angenehmer. Unbedingt. Einkaufen macht das Erlebnis immer aufregender. Ich stimme zu. Außerdem haben wir heute ein paar tolle Angebote gefunden. Ja, diese Rabatte waren fantastisch. Ich liebe es, ein gutes Schnäppchen zu machen. Es ist befriedigend, das zu einem niedrigeren Preis zu finden, was Sie brauchen. Auf jeden Fall. Es macht das Einkaufserlebnis noch besser. Und es spart uns auch etwas Geld. Das ist ein Bonus. Die Ersparnisse können wir für etwas anderes verwenden. Exakt. Es ist schön, zusätzliche Mittel für andere Aktivitäten zu haben. Ich bin froh, dass wir das Beste aus unserer Einkaufszeit gemacht haben. Ich auch. Es hat unseren allgemeinen Genuss des Tages verbessert. Einkaufen kann eine unterhaltsame und lohnende Erfahrung sein. Absolut. Es verleiht unseren Ausflügen eine besondere Note. Ich freue mich schon auf unser nächstes Shopping-Abenteuer. Ich bin dabei. Es ist immer eine Freude, bei Ihnen einzukaufen. Ebenso, John. Wir sind ein großartiges Einkaufsteam. Danke, Anna. Lasst uns diese Erlebnisse weiterhin gemeinsam genießen. Einverstanden, John. Auf unterhaltsamere Einkaufstouren in der Zukunft. Lektion 17: Kerzen basteln. Du bist willkommen. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen Spaß machen wird, Ihre eigenen einzigartigen Kerzen zu kreieren. Danke, John. Ich freue mich sehr darauf, Kerzen herzustellen. Es ist ein wunderbares Hobby, mit dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Ich habe Kerzen schon immer geliebt, also klingt es toll, meine eigenen zu machen. Sie haben die Freiheit, die Farben, Düfte und Designs zu wählen.
Darauf freue ich mich am meisten, sie zu personalisieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihrem Wohnraum eine persönliche Note zu verleihen. Ich kann es kaum erwarten, schöne und duftende Kerzen in meinem Haus zu haben. Und du wirst die Genugtuung haben zu wissen, dass du sie selbst gemacht hast. Das stimmt. Das wird eine bereichernde Erfahrung, da bin ich mir sicher. Außerdem können Sie sie sogar als durchdachtes Geschenk an Freunde und Familie verschenken. Das ist eine geniale Idee. Handgemachte Kerzen sind so schöne Geschenke. Das tun Sie. Es ist ein einzigartiges und herzliches Geschenk, das die Menschen zu schätzen wissen. Ich denke schon über verschiedene Kerzendesigns nach, die ich kreieren kann. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich werde auf jeden Fall mit verschiedenen Farben und Düften experimentieren. Das ist das Schöne an der Kerzenherstellung, unendliche Kreativität. Nochmals vielen Dank, John, dass du mich inspiriert hast, dieses Handwerk zu erforschen. Gern geschehen, Anna. Ich freue mich, dass ich dir etwas Neues vorstellen konnte. Ich kann es kaum erwarten, in die Welt der Kerzenherstellung einzutauchen. Es wird großartig. Genieß die Reise, Anna. Ich bin sicher, du wirst tolle Kerzen kreieren. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen. Ich bin bereit für dieses aufregende Abenteuer. Viel Glück, Anna. Ich weiß, dass du beim Basteln von Kerzen hervorragende Leistungen erbringen wirst. Lektion 18: Praktischer Hotelaufenthalt. Ihr Hotelaufenthalt, das ist praktisch. Gibt es einen Rettungsschwimmer am Pool? Absolut, John. Das Hotel hat einen Rettungsschwimmer am Pool. Das ist beruhigend. Sicherheit hat immer oberste Priorität, besonders in der Nähe von Wasser. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass geschulte Fachkräfte die Poolaktivitäten beaufsichtigen. Es gibt Sicherheit zu wissen, dass jemand Wache hält. Auf jeden Fall. Der Rettungsschwimmer sorgt für ein sicheres und angenehmes Badeerlebnis. Haben Sie bestimmte Zeiten, zu denen der Rettungsschwimmer im Dienst ist? Ja, der Rettungsschwimmer ist jeden Tag zu bestimmten Zeiten anwesend. Das ist gut zu wissen. Wir können unsere Poolzeit entsprechend planen. Exakt. Schwimmen ist am besten, wenn der Rettungsschwimmer da ist. Ich schätze das Engagement des Hotels für die Sicherheit der Gäste. Sie nehmen es ernst und legen Wert auf das Wohlbefinden ihrer Gäste. Gibt es außer dem Rettungsschwimmer noch andere Sicherheitsmaßnahmen? Ja, das Hotel hat verschiedene Sicherheitsprotokolle eingeführt. Welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Sie verfügen über eine klare Beschilderung, Notfallausrüstung und regelmäßige Poolwartung. Es hört sich so an, als hätten Sie einen umfassenden Sicherheitsansatz gewählt. Auf jeden Fall. Sie möchten, dass die Gäste einen sorgenfreien Aufenthalt haben. Das ist lobenswert. Das trägt zur Gesamterfahrung und Zufriedenheit bei. Absolut. Für ein Hotel ist es wichtig, der Sicherheit der Gäste Priorität einzuräumen. Ich freue mich, dass wir uns für ein Hotel entschieden haben, das unser Wohlbefinden schätzt. Ich auch, John.
Es ist beruhigend zu wissen, dass wir in guten Händen sind. Danke, dass du alle wichtigen Details überprüft hast, Anna. Gern geschehen, John. Ich achte bei der Reiseplanung immer darauf, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Das ist einer der Gründe, warum ich gerne mit dir reise, Anna. Ebenso, John. Wir sind ein großartiges Team, wenn es darum geht, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Lassen Sie uns bei all unseren zukünftigen Abenteuern weiterhin der Sicherheit Priorität einräumen. Absolut, John. Sicherheit geht immer vor. Lektion 19. Zusammenfassung. Jetzt kontern. In Ordnung, lassen Sie uns fertig werden, und dann können wir. Geh raus und hol dir etwas zu Abend. Ich werde hungrig. Klingt nach einem Plan. Wir können ein nettes Restaurant in der Nähe finden. Ich habe Lust auf italienisches Essen. Wie steht's mit dir? Italienisch klingt für mich auch gut. Lass uns nach einem italienischen Restaurant suchen. Großartig. Ich begleiche die Zahlung schnell hier am Schalter. Nehmen Sie sich Zeit. Ich warte in der Nähe des Eingangs auf dich. Alles erledigt. Danke für deine Geduld, John. Gern geschehen, Anna. Es hat überhaupt nicht lange gedauert. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Lass uns jetzt gehen und unseren Hunger stillen. Absolut. Ich freue mich auf ein köstliches Essen. Es ist immer schön, nach einem produktiven Tag gutes Essen zu genießen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das ist eine wohlverdiente Belohnung. Und es ist noch besser, wenn es in guter Gesellschaft geteilt wird. Ich freue mich, dass wir dieses kulinarische Erlebnis gemeinsam teilen können. Ich auch, John. Es war ein wundervoller Tag. In der Tat. Machen wir auch das Beste aus unserem Abend. Ich bin sicher, es wird Spaß machen. Wir haben immer eine tolle Zeit. Das stimmt. Unsere Gespräche und unser Lachen machen jeden Moment zu etwas Besonderem. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft, John. Es bedeutet mir sehr viel. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Anna. Du bist ein toller Freund. Danke, John. Lasst uns weiterhin gemeinsam schöne Erinnerungen schaffen. Absolut. Auf weitere Abenteuer und gute Zeiten. Prost darauf, John. Lass uns jetzt unser Abendessen genießen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Lass uns einen unvergesslichen Abend daraus machen, Anna. Lektion 20. Briefmarkenhandel. Tauschen Sie Briefmarken mit anderen Sammlern ein, um einzigartige Designs oder limitierte Auflagen zu erhalten? Absolut, John. Der Briefmarkenhandel ist eine tolle Möglichkeit, meine Sammlung zu erweitern. Wie findet man normalerweise andere Sammler, mit denen man handeln kann? Es gibt Online-Foren und Communities, die sich dem Sammeln von Briefmarken widmen. Das klingt praktisch. Sie können sich mit Sammlern aus der ganzen Welt verbinden. Ja, es ist eine fantastische Gelegenheit, andere Enthusiasten zu treffen. Haben Sie bestimmte Briefmarken, gegen die Sie eintauschen möchten?
Ich suche gerade nach europäischen Vintagestempeln und seltenen Themensets. Hatten Sie in der Vergangenheit erfolgreiche Trades? Auf jeden Fall. Ich konnte durch den Handel einige tolle Briefmarken erwerben. Das ist wunderbar. Das verleiht dem Hobby ein Gefühl von Abenteuer. Das tut es. Man weiß nie, auf welche einzigartigen Stempel man stoßen wird. Haben Sie Duplikate, die Sie speziell für den Handel aufbewahren? Ja, ich behalte gerne Duplikate für Handelszwecke. Es ist eine clevere Möglichkeit, Ihre Sammlung zu erweitern, ohne zu viel auszugeben. Exakt. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Beteiligten. Wie gewährleistet man einen fairen Handel beim Briefmarkentausch? In der Regel besprechen wir den Zustand und den Wert der Stempel im Voraus. Das ist wichtig, um Missverständnisse oder Enttäuschungen zu vermeiden. Absolut. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zum Briefmarkenhandel. Haben Sie durch den Briefmarkenhandel dauerhafte Verbindungen geknüpft? Ja, ich habe einige wundervolle Menschen getroffen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Es ist toll, dass das Briefmarkensammeln Menschen zusammenbringt. Das tut es wirklich. Wir haben ein gemeinsames Interesse, das uns verbindet. Besuchen Sie Briefmarkenausstellungen oder Veranstaltungen, um Sammler persönlich zu treffen? Ja, ich besuche gerne Briefmarkenausstellungen und Ausstellungen, wann immer dies möglich ist. Es muss aufregend sein, seltene Briefmarken aus der Nähe zu sehen und andere Sammler zu treffen. Es ist ein aufregendes Erlebnis, John. Ich lerne immer etwas Neues. Ich freue mich, dass du ein Hobby gefunden hast, das dir Freude bereitet und dich mit anderen verbindet. Danke, John. Das Briefmarkensammeln hat mein Leben wirklich bereichert. Erkunden und handeln Sie weiter, Anna. Deine Sammlung wird weiter wachsen. Das werde ich, John. Und wer weiß, vielleicht finde ich eines Tages die schwer fassbare Briefmarke, nach der ich gesucht habe. Ich glaube an deine Leidenschaft und Entschlossenheit, Anna. Viel Spaß beim Traden. Danke, John. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam unsere Hobbys genießen. Lektion 21, Übungsroutine. Generell wird empfohlen, mindestens 3 bis 4 Tage die Woche Sport zu treiben. Das ist richtig. Regelmäßige Bewegung hat viele gesundheitliche Vorteile. Welche Arten von Übungen kann ich in meine Routine integrieren? Sie können eine Mischung aus Herz-Kreislauf-Übungen, Krafttraining und Flexibilitätsübungen einbeziehen. Kannst du mir Beispiele für Herz-Kreislauf-Übungen geben? Sicher, Aktivitäten wie Joggen, Radfahren, Schwimmen oder flottes Gehen sind hervorragend für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Und was ist mit Krafttrainingsübungen? Krafttraining beinhaltet das Heben von Gewichten, das Verwenden von Widerstandsbändern oder das Ausführen von Körpergewichtsübungen wie Liegestützen und Kniebeugen. Gibt es spezielle Flexibilitätsübungen, die ich in Betracht ziehen sollte? Dehnübungen wie Yoga oder Pilates können die Flexibilität verbessern und Verletzungen vorbeugen. Wie lang sollte jede Trainingseinheit sein?
Strebe mindestens 30 Minuten Training mit mäßiger Intensität pro Sitzung an. Das klingt machbar. Was ist, wenn ich keine vollen 30 Minuten habe? Selbst kürzere Trainingseinheiten, wie 10 Minuten am Stück, können immer noch von Vorteil sein. Soll ich jeden Tag zur gleichen Zeit trainieren? Es ist nicht notwendig, eine feste Zeit zu haben, aber Konsistenz ist der Schlüssel. Finden Sie eine Zeit, die für Sie am besten geeignet ist, und halten Sie sich daran. Ist es in Ordnung, zwischen den Trainingseinheiten Ruhetage einzulegen? Ja, Ruhetage sind wichtig für die Erholung. Höre auf deinen Körper und gib ihm Zeit, sich auszuruhen und zu reparieren. Wie kann ich sicherstellen, dass ich motiviert bleibe, regelmäßig Sport zu treiben? Setze realistische Ziele, finde Aktivitäten, die dir Spaß machen, und erwäge, mit einem Freund zu trainieren oder an einem Fitnesskurs teilzunehmen, um dich zu motivieren. Sollte ich einen Arzt aufsuchen, bevor ich mit dem Training beginne? Wenn Sie irgendwelche Grunderkrankungen oder Bedenken haben, ist es immer eine gute Idee, einen Arzt zu konsultieren. Das behalte ich im Hinterkopf. Sicherheit geht vor. Absolut, John. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sollten immer Priorität haben. Danke, dass du diese Übungstipps geteilt hast, Anna. Gern geschehen, John. Ich hoffe, sie helfen dir dabei, ein regelmäßiges Trainingsprogramm aufzubauen. Ich schätze Ihre Anleitung. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig auf Ihren Fitnessreisen unterstützen. Definitiv, John. Auf einen gesünderen und aktiveren Lebensstil. Lektion 22: Musik im Freien genießen. Was ist mit Musik? Können wir einen tragbaren Lautsprecher mitbringen und ein paar Songs spielen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Musik kann das Outdoor-Erlebnis verbessern. Sollten wir einen bestimmten tragbaren Lautsprechertyp in Betracht ziehen? Suchen Sie nach einem tragbaren Lautsprecher, der langlebig und wasserdicht ist und eine gute Akkulaufzeit hat. Gibt es Einschränkungen beim Abspielen von Musik in öffentlichen Außenräumen? Es ist wichtig, den Frieden und die Ruhe anderer zu respektieren. Halten Sie die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau und achten Sie auf Ihre Umgebung. Das ergibt Sinn. Wir wollen andere nicht stören. Exakt. Es geht darum, die Musik zu genießen und gleichzeitig rücksichtsvoll zu sein. Welche Musikrichtungen hörst du gerne im Freien? Ich mag eine Vielzahl von Genres, aber für Umgebungen im Freien sorgen fröhliche Melodien oder entspannende Melodien oft für ein angenehmes Ambiente. Können wir gemeinsam eine Playlist für unsere Outdoor-Abenteuer erstellen? Das ist eine tolle Idee. Wir können Songs hinzufügen, die uns beiden Spaß machen und das Erlebnis angenehmer machen. Wie wäre es, abwechselnd Songs aus der Playlist auszuwählen? Mir gefällt die Idee. So können wir unsere Lieblingsmusik teilen und neue Songs entdecken. Sollten wir zusätzliche Batterien oder eine Powerbank für den tragbaren Lautsprecher mitbringen? Es ist immer eine gute Idee, Notstromoptionen zu haben, insbesondere für längere Ausflüge. Ich werde sicherstellen, dass ich ein paar zusätzliche Batterien und eine Powerbank einpacke. Großartig! So können wir die Musik ohne Unterbrechungen weiterspielen lassen. Gibt es noch etwas, das wir für unser Musiksetup berücksichtigen sollten?
Es kann hilfreich sein, eine kleine Matte oder Decke mitzubringen, auf die der Lautsprecher gestellt werden kann. Es hilft, den Ton zu verstärken und ihn vor dem Boden zu schützen. Ich werde unserer Liste der Outdoor Essentials eine Matte hinzufügen. Perfekt. Es wird ein besseres Hörerlebnis für uns alle schaffen. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ich freue mich auf unsere musikalischen Abenteuer. Gern geschehen, John. Das wird eine herrliche Art sein, die Natur zu genießen. Lassen Sie uns einige unvergessliche Momente mit Musik als Begleiter erleben. Absolut, John. Lass uns von der Musik auf unsere Outdoor-Reisen mitnehmen. Lektion 23: Aufbau einer persönlichen Marke. Ist es wichtig, bei Herausforderungen in aller Ruhe Lösungen zu finden? Absolut. Wenn Sie Probleme mit einer ruhigen Einstellung angehen, können Sie klarer denken und Probleme effektiv lösen. Wie kann man eine persönliche Marke aufbauen? Um eine persönliche Marke aufzubauen, müssen Sie Ihre einzigartigen Fähigkeiten, Werte und Fachkenntnisse unter Beweis stellen, um einen positiven und unvergesslichen Eindruck zu hinterlassen. Ist es in der heutigen Berufswelt notwendig, eine persönliche Marke zu haben? Ja, eine persönliche Marke hilft, sich von anderen abzuheben und bietet Möglichkeiten für berufliches Wachstum und Networking. Was sind einige Schritte, um mit dem Aufbau einer persönlichen Marke zu beginnen? Definieren Sie zunächst Ihre Ziele, identifizieren Sie Ihre Stärken und verstehen Sie Ihre Zielgruppe. Wie kann ich meine Fähigkeiten und mein Fachwissen unter Beweis stellen? Nutzen Sie Online-Plattformen wie LinkedIn, erstellen Sie eine professionelle Website und teilen Sie wertvolle Inhalte zu Ihrem Fachgebiet. Ist es wichtig, die Konsistenz beim Personalbranding aufrechtzuerhalten? Konsistenz ist der Schlüssel. Stellen Sie sicher, dass Ihre Online-Präsenz, Ihre Botschaften und Ihre Aktionen Ihrem gewünschten Markenimage entsprechen. Kann Networking beim Aufbau einer persönlichen Marke helfen? Absolut. Networking ermöglicht es Ihnen, mit Fachleuten aus Ihrer Branche in Kontakt zu treten, Ideen auszutauschen und Ihre Reichweite zu erweitern. Sollte ich aktiv Feedback einholen, um meine persönliche Marke zu verbessern? Ja, Feedback ist wertvoll. Bitten Sie Mentoren, Kollegen oder Kunden um Feedback, um Erkenntnisse zu gewinnen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Wie kann ich authentisch bleiben und gleichzeitig meine persönliche Marke aufbauen? Bleiben Sie Ihren Werten treu, zeigen Sie Ihre einzigartigen Eigenschaften und achten Sie auf Ehrlichkeit und Transparenz in Ihren Interaktionen. Kann Personalbranding über das Berufsleben hinausgehen? Personalbranding kann auch persönliche Beziehungen und Ihre Wahrnehmung in verschiedenen Lebensbereichen beeinflussen. Danke, dass du diese Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Ich werde anfangen, am Aufbau meiner persönlichen Marke zu arbeiten. Gern geschehen, John. Viel Glück bei der Schaffung einer überzeugenden und authentischen persönlichen Marke. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig auf unseren persönlichen und beruflichen Reisen unterstützen. Absolut, John. Auf den Aufbau bemerkenswerter persönlicher Marken und darauf, eine positive Wirkung zu erzielen. Lektion Einverstanden. großartig. Ich sammle Zusammen unsere wird mehr Sachen und wir Spaß können machen, zusammen gehen. zusammenzugehen. Sollen wir eine Checkliste mit den Dingen erstellen, die wir mitbringen müssen? Ja, lassen Sie uns eine Liste erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen.
Welche wichtigen Dinge sollten wir in unsere Liste aufnehmen? Wir sollten Wasser, Snacks, Sonnencreme, eine Karte oder ein Navigationsgeräte und alle spezifischen Gegenstände, die mit unserem Ausflug zu tun haben, einpacken. Sollten wir Sicherheitsausrüstung mitbringen, wie ein Erste-Hilfe-Set? Es ist immer eine gute Idee, für alle Fälle ein grundlegendes Erste-Hilfe-Set griffbereit zu haben. Müssen wir beim Packen die Wettervorhersage berücksichtigen? Ja, wenn wir die Wettervorhersage überprüfen, können wir uns angemessen kleiden und alle notwendigen Gegenstände wie Regenschirme oder Jacken mitbringen. Sollten wir Unterhaltungsmöglichkeiten wie Bücher oder Spiele mitbringen? Wenn wir mit Ausfallzeiten rechnen, kann es eine gute Idee sein, irgendeine Form von Unterhaltung mitzubringen, um uns zu beschäftigen. Wie wäre es mit einer Kamera, um unsere Erinnerungen festzuhalten? Ja, wenn wir eine Kamera oder ein Smartphone mit einer guten Kamera mitbringen, können wir die schönen Momente festhalten, denen wir begegnen. Sollten wir zusätzliche Taschen für potenzielle Souvenirs oder Müll mitnehmen? Ja, zusätzliche Taschen für Souvenirs und Müll tragen dazu bei, dass die Umwelt sauber und organisiert bleibt. Gibt es etwas Spezielles, das wir für unser Transportmittel beachten müssen? Abhängig von unserem Transportmittel sollten wir entsprechend packen, egal ob es sich um öffentliche Verkehrsmittel oder ein Privatfahrzeug handelt. In Ordnung, ich denke, wir haben jetzt eine umfassende Liste. Großartig! Überprüfen wir die Liste, bevor wir losfahren, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Sobald wir bereit sind, können wir unser gemeinsames Abenteuer beginnen. Absolut. Es wird eine aufregende Reise mit toller Gesellschaft. Danke, dass du vorgeschlagen hast, dass wir zusammen gehen, Anna. Es macht immer mehr Spaß, Erfahrungen auszutauschen. Gern geschehen, John. Dem stimme ich voll und ganz zu. Lasst uns gemeinsam bleibende Erinnerungen sammeln. Lass uns auf dieses Abenteuer gehen und Geschichten kreieren, die wir ein Leben lang schätzen werden. Ich bin bereit, John. Machen wir diesen Tag zu einem unvergesslichen Tag. Lektion 25. Die perfekte Wohnung wählen. Ich denke, ein Schlafzimmer wäre perfekt für mich. Irgendwelche anderen Ratschläge? Berücksichtigen Sie die Lage und die Nähe zu Annehmlichkeiten wie Lebensmittelgeschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und Parks. Soll ich die Nähe der Wohnung zu meinem Arbeitsplatz berücksichtigen? Ja, wenn Sie in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes wohnen, können Sie Pendelzeit sparen und Ihren Tagesablauf komfortabler gestalten. Was ist mit der allgemeinen Sicherheit der Wohnung? Suchen Sie nach Wohnungen in sicheren Gegenden mit sicheren Eingängen und berücksichtigen Sie Funktionen wie Sicherheitssysteme oder Sicherheitspersonal vor Ort. Gibt es bestimmte Annehmlichkeiten, nach denen ich in der Apartmentanlage suchen sollte? Annehmlichkeiten wie ein Fitnessstudio, eine Wäscherei, Parkmöglichkeiten oder ein Gemeinschaftsbereich können Ihr Wohnerlebnis verbessern. Wie wäre es, die natürliche Beleuchtung und Belüftung der Wohnung in Betracht zu ziehen? Natürliches Licht und gute Belüftung können ein angenehmes Wohnumfeld schaffen, daher lohnt es sich, darüber nachzudenken. Ist es wichtig, die Mietbedingungen gründlich zu überprüfen? Absolut. Lesen Sie den Mietvertrag sorgfältig durch, um die Bedingungen zu verstehen, einschließlich Miete, Kaution, Richtlinien für Haustiere und Wartungspflichten.
Soll ich die Wohnung persönlich besuchen, bevor ich eine Entscheidung treffe? Ja, wenn Sie die Wohnung besuchen, können Sie den tatsächlichen Raum besichtigen, seinen Zustand beurteilen und ein Gefühl für die Nachbarschaft bekommen. Ist es ratsam, mit aktuellen oder früheren Mietern zu sprechen, um deren Erkenntnisse zu erhalten? Wenn Sie mit aktuellen oder früheren Mietern sprechen, können Sie wertvolle Informationen über den Apartmentkomplex und die Reaktionsfähigkeit des Vermieters erhalten. Wie wäre es, die allgemeine Erschwinglichkeit und das Budget der Wohnung in Betracht zu ziehen? Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Miete und die damit verbundenen Kosten bequem in Ihr Budget passen. Danke für deinen Rat, Anna. Ich werde diese Faktoren bei meiner Wohnungssuche berücksichtigen. Gern geschehen, John. Du wirst bestimmt das perfekte Apartment mit einem Schlafzimmer finden, das all deinen Bedürfnissen gerecht wird. Ich schätze Ihre Anleitung. Es ist beruhigend, Ihren Beitrag zu diesem Prozess zu haben. Ich bin hier, um zu helfen, John. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Wohnungssuche. Ich hoffe, Sie finden einen komfortablen und gemütlichen Ort, an dem Sie sich wie zu Hause fühlen Nochmals können. vielen Dank, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Jederzeit, John. Freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Viel Spaß bei der Wohnungssuche.